Heute teste ich für euch die Fanatec CSL-Pedale samt Zubehör. Alles von der Montage bis hin zum Rennstreckentest, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Diese Pedale wurden als Testmuster von Fanatec zur Verfügung gestellt, um diese längerfristig für euch in meinem Kanal testen zu können. Es gibt keine Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews. Ich erhalte für dieses Review kein Geld und bin kein Teilnehmer des Fanatec Affiliate Programms. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, der Preis. Die Fanatec CSL Pedale im 2-Pedalset könnt ihr zum Preis von 79,95 € inklusive Steuer und exklusive Versand direkt über die Fanatec Homepage bestellen. Das optional erhältliche CSL Pedals Clutch Kit schlägt mit 39,95 € zu Buche. Den Preis für die in diesem Review vorgestellten Pedalplatten aus Metall, den kenne ich Stand Ende August 2021 noch nicht. Als weiteres Zubehör wird es eine Load-Cell-Bremse für dieses Pedalset geben. Auch hier ist mir der Preis und das Release-Datum noch unbekannt. Kommen wir zu Kapitel Nummer 2, dem Lieferumfang. Die Ware erreicht euch gut geschützt in einer Retail-Verpackung. Ihr bekommt ein Gas- und Bremspedal, eine Fußablage, das Anschlusskabel, Befestigungsmaterial und eine Kurzanleitung geliefert. Das Unboxing vom Clutch-Kit und den Pedalplatten hänge ich ebenso an dieser Stelle mit rein, damit ihr einen Überblick über den gebotenen Lieferumfang bekommt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 3, Kompatibilität und Anschluss. Das Gaspedal besitzt 3 Anschlüsse. An den Brake- und Clutch-Anschluss werden Bremse und Kupplung angeschlossen und über den Wheelbase-Anschluss wird das Pedalset mit der Wheelbase verbunden. Die Funktion könnt ihr dann über den Fanatec-Treiber oder über das Tool DI-View überprüfen. In Sachen Hardware-Kompatibilität ist die Montage über die knapp 8,5 mm großen Löcher in den jeweiligen Pedalen möglich. Zusätzlich können die Pedale unter Verwendung der beigelegten Distanzbuchsen über die 2 M6 Innengewindebolzen an der Unterseite der Pedalplatte verbaut werden. In diesem Review habe ich die Pedale mit meinem Swedish Rig Designs Ultimate über Inbusschrauben und Nutensteine verbunden.
Die 3 Befestigungspunkte an den Pedalen reichen in Sachen Stabilität bei weitem aus. Weiter geht's mit dem Zusammenbau. Die Pedale werden mit je 4 Schrauben mit der Fußplatte verbunden. In der Fußplatte sind 11 Lochreihen mit je 32,5 mm Abstand vorhanden. Somit können die Pedalabstände nach eigenen Präferenzen angepasst werden. Ich habe eine neutrale Montage mit links, Mitte und rechts gewählt. Nach der Montage werden die Pedale verkabelt und ich rate, die Kabel immer sauber und knickfrei mit den Kabelclips zu fixieren. Kommen wir zum nächsten Kapitel, den Pedaleinstellungen. Die Pedalplatten können durch optionale Pedalplatten aus Metall ersetzt werden. Über das Lochbild der Pedalarme können in der Höhe 3 Montagepositionen gewählt werden. Pedalkräfte, Pedalwege und die Anstellwinkel, die sind werkseitig vorgegeben und können eben nicht angepasst werden. Nächstes Kapitel, die technischen Details. Die Position der Pedale wird über die Hall-Sensoren ermittelt. Einfach gesagt ist hier Strom- und Magnetfeld im Spiel, um die Position der Pedale berührungs- und somit verschleißfrei zu übermitteln. In der Ausgangslage liegen 60 Grad und in der Endlage 40 Grad Anstellwinkel der Pedalarme an. Die Pedalkräfte betragen gut 1,5 Kilogramm beim Gaspedal, ca. 11 Kilogramm an der Bremse und knapp 4 Kilogramm an der Kupplung und werden über Federn als Widerstände erzeugt. Bei der Bremse wurde ein weicher Kunststoffpuffer verbaut, um einen progressiven Widerstand gegen Endanschlag hin zu erzielen. In der mittleren Montageposition der Pedalplatten ist die Höhe von der Fußablage bis zur Oberkante der Pedalplatten 205 mm. Der Abstand der Pedalarme ist Mitte auf Mitte gemessen 130 mm, wenn man das Gas und die Kupplung ganz außen und die Bremse genau in der Mitte montiert. Die Fußablage selbst ist 360 mm breit und 30 mm hoch. Für die Fußablage stehen 120 mm Tiefe für die Fußablage zur Verfügung. Die Gesamttiefe des Pedalsets beträgt 340 und die Gesamthöhe maximal 225 mm. Die Fußablage und die Pedalarme wurden aus 2,5 mm dicken bzw. 1,5 mm dicken Metall gefertigt. Für die Pedalplatten kommt im Originalzustand Kunststoff zum Einsatz. Und bei den optional erhältlichen Pedalplatten handelt es sich um 3 mm dickes Metall. Kupplungs- und Bremspedal sind 70 mm breit und 120 mm lang. Das Gaspedal hat eine Breite von 50 mm und ist in der Metallversion um 25 mm länger. Weiter geht's mit dem nächsten Kapitel, die Optik. Bei diesem Pedalset bekommt ihr einen zeitgemäßen Metalllook ohne Spielereien ins Haus geliefert. Das Erscheinungsbild ist sehr solide und im Vergleich zu anderen Pedalsets kommt das CSL DD ohne Kunststoffverkleidungen aus. Die Pedalplatten aus Metall ergänzen das Erscheinungsbild und werten das gesamte Pedalset auf. Die Pedalplatten wurden schwarz eloxiert und durch die Freistellungen ist das weiße Fanatec Branding der Auflage aus Kunststoff zu sehen. An der Frontseite der Fußablage wurde der Fanatec Schriftzug aufgedruckt. Und weiter geht's mit unserem Hauptkapitel, dem Rennstreckentest. Ich nutze in diesem Test die CSL DD Pedale an einer Fanatec Podium DD1 oder CSL DD Wheelbase. Das Ganze ist an einem Rig von Swedish Rig Designs montiert und die Motion wird über Simrig SR2 bereitgestellt. Im Rennstreckentest fällt eine gute ergonomische Position auf.
Auch mit größeren Füßen findet man ausreichend Platz auf dem Pedalset vor. Die Pedalarme sind spielfrei gelagert und laufen ruhig. In der Endlage wirkt der Anschlag aus hartem Kunststoff sehr direkt und ist mit einem Klacken hörbar. Die freie Positionierung der Pedale ist von Vorteil, wenn man mit der Bremse näher zum Gaspedal will, in Sachen Heel and Toe zum Beispiel. Ebenso ist die Kabellänge ausreichend, um die Bremse nach links außen zu setzen, wenn man zum Beispiel eine störende Stange des Playsits zwischen den Füßen in der Mitte hat. Betreibt man die Pedale frei am Boden positioniert und auf einem Bürostuhl, dann muss man sich eine Fixierung überlegen. Bei den Gas- und Kupplungskräften ist dies kein Problem. Aber wenn die Bremskraft in Richtung 10 Kilogramm und darüber hinausgeht, dann hat man das Problem mit einem kippeligen Pedalset oder wegrollenden Bürostuhl. In diesem Fall müsst ihr dann kreativ werden mit irgendwelchen Befestigungsmöglichkeiten oder guckt euch meine mittlerweile zahlreichen Rig-Reviews an. Weiter geht's mit den negativen, neutralen und positiven Aspekten sowie dem Fazit und der Kaufempfehlung. Die negativen Aspekte. Bei harter Betätigung der Pedale bis hin zum Endanschlag ist in der Endanlage ein Klacken am Anschlag hörbar. Hier wäre ein etwas weicherer Gummipuffer als Endanschlag von Vorteil, damit man das Gefühl in der Endlage etwas gedämpft hört und so auch wahrnimmt. Bei den optionalen Pedalplatten hätte ich mir eine Unterlegplatte aus Metall gewünscht. Der weiße Kunststoff der Unterlegplatte, der fällt von den aus Metall gefertigten Pedalplatten ab. Weiter geht's mit den neutralen Aspekten. Den Preis von 80 € für das Zweiweg-Pedalset beurteile ich als fair und in der gebotenen Qualität sogar in Richtung günstig. Mit dem Klatschkit stehen wir dann bei 120 € und was die optional erhältlichen Pedalplatten aus Metall kosten, das weiß ich derzeit noch nicht. Hier wird's dann preislich klarerweise etwas sportlicher und wir werden sehen, was die Low-Cell-Bremse kosten wird. Ich persönlich würde mir das komplette Dreiweg-Pedalset mit Low-Cell und Pedalplatten aus Metall um rund 200 € wünschen und bin gespannt, wie dies Fanatec preislich ansetzen wird. Kommen wir zu den positiven Aspekten. Verarbeitung und Materialauswahl sind in dieser Preisklasse in meinen Augen vorbildlich. Ich finde es gut, dass Fanatec auf unnötige Pedalset-Verkleidungen aus Plastik verzichtet. Das macht ökologisch Sinn und sieht in meinen Augen wesentlich besser aus. Die Lagerung der Pedalarme ist spielfrei, über den gesamten Pedalweg gut zu dosieren. Alle Anschlüsse sind gut erreichbar und die Kabel können sauber verlegt werden. Über die Löcher in den Pedalarmen gelingt die Montage leicht zugänglich und diese reicht in diesem Kraftbereich über die 3 Positionen locker aus. Die Ergonomie und Größe des Pedalsets wurde passend gewählt, um nicht zu wuchtig oder auch zu klein daherzukommen. Über das Fanatec Tuning-Menü können Einstellungen direkt am Lenkrad vorgenommen werden. Was es damit auf sich hat, das könnt ihr in dem rechts oben verlinkten Video nachgucken. Und ein letzter positiver Aspekt ist das modulare System. Man kauft eben nur das, was man haben möchte. Sinnlose Preisaufschläge, die einem der Hersteller aufzwingt, die entfallen somit und das finde ich äußerst positiv zu bemerken. Kommen wir zum Fazit und zur Kaufempfehlung. Als Simracing-Einsteiger kann ich eine klare Empfehlung für die CSL-Pedale von Fanatec aussprechen. Fanatec hat die alten CSL-Elite-Pedale in meinen Augen auf den neuesten Stand gebracht und leistet sich keine großen Schwächen. Die Pedalplatten aus Metall bringen eine deutliche Aufwertung, die sich lohnt, wenn ihr die Pedale längerfristig einsetzen wollt. Ebenso kann es sich dann lohnen, an das optionale dritte Pedal, das Kupplungspedal, zu denken. Wenn ihr manuelle Schaltung simulieren wollt, dann ist dies ein Upgrade, um das ihr nicht herumkommen werdet. Optisch ist dies immer auch eine subjektive Sache, aber ich persönlich finde, dass ein Pedalset aus 3 Pedalen bestehen sollte. Aber das ist wie gesagt nur meine Meinung und wie immer subjektiv. Von Werk aus sind die Pedale gut kalibriert. Guckt euch mein Review zu DI-View an, da könnt ihr nachvollziehen, was damit gemeint ist. Ich habe die Ausgangslage der Bremse etwas nachkalibriert, weil ich den Fuß immer leicht am Bremspedal aufliegen habe und auf der Geraden klarerweise nicht mitbremsen will. Dies kann natürlich auch in den Todzoneneinstellungen des Spiels gemacht werden. Auch hier rate ich immer 2-3% von den Endanschlägen wegzubleiben. Alles dazu und was es damit auf sich hat, das habe ich einmal im Simracing ABC vor ein paar Monaten erklärt. Guckt bei Bedarf auch hier bei dem Link rechts oben mit bei rein. Vor dem spannenden Ausblick log dich bitte jetzt bei YouTube ein und lass mich wissen, was du von diesen Pedalen hältst. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du einen Like oder ein Abo dalässt.
Willst du mich unterstützen, dann klicke bitte unterhalb in der Videobeschreibung auf die Möglichkeiten. Dies ist via PayPal, Patreon oder meinen Amazon-Link möglich, über den du bestellen kannst und keinen Cent mehr zahlst und Amazon paar Euronen an Provision für mich übrig lässt, die ich wieder zweckgebunden für unseren Kanal verwende. Und so kommen wir zum Ausblick. In nächster Zeit kommt es zum Vergleich Fanatec CSL DD vs Thrustmaster TGD 2 und ein Lenkrad von AC Elite Designs wird ebenso von mir reviewed. In Sachen Simracing Expo 2021 wird's langsam spannend und wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, dann können wir uns dort sehen. Liebe Grüße und es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen, euer Ron.